Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema für viele Deutschlernende: das Vorstellungsgespräch auf Deutsch. Viele von euch haben das Niveau B1 oder B2. Ihr könnt gut sprechen. Ihr versteht viel. Aber im Bewerbungsgespräch fühlt ihr euch trotzdem unsicher. Warum ist das so? Ja, das kenne ich. Im Alltag kann ich gut Deutsch sprechen. Aber im Interview bekomme ich plötzlich Stress. Genau. Ein Vorstellungsgespräch ist keine normale Alltagssituation. Du musst professionell sprechen, klar antworten, dich gut präsentieren und gleichzeitig ruhig bleiben. Das ist nicht einfach. Frage: Wie sind Ihre Deutschkenntnisse? Viele antworten: Ich spreche gut Deutsch. Mein Deutsch ist nicht perfekt, aber gut. Das ist zu allgemein. Zum Beispiel: Ich kann im Berufsalltag sicher auf Deutsch kommunizieren. Ich führe Gespräche mit Kunden und Kollegen ohne große Probleme. Ich schreibe E-Mails und Berichte auf Deutsch. Das ist viel konkreter. In Deutschland mögen Personaler konkrete Informationen. Wenn du sagst: Ich bin teamfähig, dann kommt vielleicht die nächste Frage: Können Sie ein Beispiel nennen? Also sag lieber sofort: In meinem letzten Job habe ich in einem Team von 6 Personen gearbeitet und wir haben gemeinsam ein Projekt erfolgreich abgeschlossen. Das wirkt professionell. Viele machen hier den Fehler und erzählen ihre ganze Lebensgeschichte. Besser: Ausbildung, Berufserfahrung, wichtigste Kompetenzen, Motivation für diese Stelle. Kurz und strukturiert. Bitte nicht sagen: Weil ich einen Job brauche. Besser: Ihr Unternehmen ist international tätig und das interessiert mich sehr. Ich finde Ihre Produkte innovativ und möchte Teil Ihres Teams werden. Nicht nur: Ich bin fleißig. Besser: Ich arbeite sehr strukturiert. Zum Beispiel plane ich meine Aufgaben immer im Voraus und halte Deadlines ein. B1 versus B2. Was ist der Unterschied? B1-Niveau: einfache, klare Sätze, kurze Antworten, wenig komplexe Strukturen. Beispiel: Ich arbeite gern im Team und übernehme Verantwortung. Und B2-Niveau: längere, strukturierte Antworten, Nebensätze, differenziertere Sprache. Beispiel: Ich arbeite gerne im Team, weil ich glaube, dass man gemeinsam bessere Lösungen finden kann. Oder: Besonders wichtig ist mir eine klare Kommunikation, damit Missverständnisse vermieden werden. Was kann man machen, wenn man sehr nervös ist? Sehr gute Frage. Hier sind 3 Tipps. Antworten vorher üben, typische Fragen vorbereiten, langsam sprechen. Es ist besser, etwas langsamer zu sprechen als schnell und unsicher. Sehr wichtiger Tipp. Vermeide zu viele Entschuldigungen. Nicht sagen: Sorry, mein Deutsch ist nicht so gut. Das wirkt unsicher. Wenn dein Deutsch B1 oder B2 ist, dann reicht das für viele Jobs. Sprich selbstbewusst. Wie würden Sie Ihre Deutschkenntnisse beschreiben? Ich habe das Niveau B2. Ich kann selbstständig arbeiten und kommuniziere sicher mit Kollegen und Kunden. In meinem letzten Job habe ich regelmäßig E-Mails geschrieben und an Meetings teilgenommen. Das klingt professionell und realistisch. Im ersten Teil haben wir über das Vorstellungsgespräch gesprochen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Denn Deutsch brauchst du nicht nur im Interview. Du brauchst Deutsch. Bei der Arbeit, beim Arzt, im Supermarkt, in der Apotheke. Und genau dort fühlen sich viele auf B1 bis B2-Niveau noch unsicher. Ja, besonders bei Meetings habe ich manchmal Angst, Fehler zu machen. Das ist normal. Aber wichtig ist: Du musst nicht perfekt sein. Du musst klar sein. Typische Situationen bei der Arbeit: Eine Aufgabe erklären, ein Problem beschreiben, eine E-Mail schreiben, eine Frage stellen, um Hilfe bitten. Ich habe das Projekt analysiert und festgestellt, dass wir mehr Zeit brauchen. Oder: Könnten wir das Thema im nächsten Meeting genauer besprechen? Das klingt professionell und höflich.
Typischer Fehler. Viele sagen nur Problem, nicht gut, schwierig. Besser, wir haben ein technisches Problem mit der Software. Die Lieferung ist leider verspätet. Konkrete Sprache wirkt kompetent. Viele Deutschlernende haben Angst vor Arztgesprächen. Warum? Weil es um Gesundheit geht und man möchte alles richtig erklären. Ich habe seit 3 Tagen starke Kopfschmerzen. Mir ist schwindelig. Ich habe Schmerzen im Rücken. Ich nehme regelmäßig Medikamente. Zum Beispiel beim Arzt. Der Arzt fragt, wo genau haben Sie Schmerzen? Und der Patient sollte antworten, im unteren Rückenbereich, besonders wenn ich lange sitze. Das ist klar und strukturiert. Nicht nur sagen, mir geht es nicht gut, sondern erklären, seit wann, wie stark, wo genau, wie oft. Im Supermarkt ist es einfacher. Aber manchmal entstehen trotzdem Situationen. Zum Beispiel Produkt reklamieren, umtauschen, nachfragen. Beispiele. Entschuldigung, dieses Produkt ist abgelaufen. Kann ich diesen Artikel umtauschen? Wo finde ich glutenfreie Produkte? Dialog im Geschäft. Kunde. Ich habe diesen Artikel gestern gekauft, aber er funktioniert nicht. Verkäufer. Haben Sie den Kassenbon? Kunde. Ja, hier ist er. Das ist Alltagssprache auf B1 bis B2 Niveau. Die Apotheke ist oft schwieriger als der Supermarkt. Warum? Weil du Symptome erklären musst. Beispiele in der Apotheke. Ich brauche etwas gegen Halsschmerzen. Haben Sie ein Medikament gegen Husten? Ist dieses Medikament rezeptfrei? Dialog in der Apotheke. Kunde. Ich habe trockenen Husten seit einer Woche. Apotheker. Haben Sie auch Fieber? Kunde. Nein, nur Husten und leichte Kopfschmerzen. Klare Antworten helfen enorm. Ein Thema, das viele nervös macht. Die Bank. Ja, besonders wenn man etwas erklären muss. Typische Situationen bei der Bank sind Konto eröffnen, Problem mit Karte, Überweisung, Kreditkarte verloren. Beispielsätze. Ich möchte ein Konto eröffnen. Meine Karte funktioniert nicht. Ich habe meine Kreditkarte verloren. Können Sie mir helfen? Dialogbeispiel. Bankangestellter. Wie kann ich Ihnen helfen? Kunde. Ich habe meine EC-Karte verloren und möchte sie sperren lassen. Das ist klar und professionell. Ein sehr wichtiges Thema. Wohnung. Typische Situationen. Miete bezahlen. Problem in der Wohnung. Reparatur. Nebenkosten. Beispiele. Die Heizung funktioniert nicht. Ich habe ein Problem mit dem Wasser. Wann kommt der Techniker? Können Sie das bitte reparieren? Dialog. Mieter. Seit gestern ist die Heizung kalt. Vermieter. Ich schicke morgen einen Techniker vorbei. Das ist sachlich und höflich. Bei öffentliche Verkehrsmittel. Viele Menschen benutzen Bus und Bahn. Typische Sätze. Wo ist Gleis 4? Hat der Zug Verspätung? Wo muss ich umsteigen? Ist das der richtige Bus? Dialog. Reisender. Entschuldigung, fährt dieser Zug nach München? Mitarbeiter. Ja, aber er hat 10 Minuten Verspätung. Schule und Kindergarten. Wenn man Kinder hat, ist dieses Thema sehr wichtig. Beispiele. Mein Kind ist heute krank. Wann ist der Elternabend? Mein Sohn braucht Hilfe in Mathematik. Können wir einen Termin vereinbaren? Dialog. Lehrer. Ihr Sohn ist sehr aktiv im Unterricht. Elternteil. Das freut mich sehr. Gibt es etwas, das wir verbessern können? Das wirkt interessiert und kooperativ. Telefonieren auf Deutsch. Telefonieren ist oft schwieriger als persönliche Gespräche.
Warum? Weil man die Person nicht sieht. Typische Sätze. Guten Tag, hier spricht. Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Das sind wichtige Sätze für B1 bis B2. Ein wichtiges Thema. Ruhig bleiben und Probleme erklären. Beispiel im Job. Ich glaube, wir haben ein Missverständnis. Lassen Sie uns eine Lösung finden. Vielleicht können wir einen Kompromiss machen. Beispiel mit Nachbarn. Die Musik ist etwas laut. Könnten Sie sie bitte leiser machen? Höflich bleiben ist sehr wichtig. Smalltalk im Alltag. Nicht alles ist formell. Manchmal braucht man Smalltalk. Typische Themen. Wetter. Wochenende, Urlaub, Sport. Beispiele. Was haben Sie am Wochenende gemacht? Das Wetter ist heute wirklich schön. Waren Sie schon einmal in Berlin? Smalltalk hilft bei Integration. Das ist das Ziel von B1 bis B2? Nicht perfekte Grammatik, sondern Selbstständigkeit, klare Kommunikation, Probleme erklären können, Fragen stellen können. Wenn du beim Arzt sprechen kannst, bei der Arbeit erklären kannst, in der Bank fragen kannst, ein Problem in der Wohnung melden kannst, dann bist du sprachlich selbstständig. Wir haben über viele Situationen gesprochen. Arbeit, Arzt, Bank, Einkaufen. Jetzt möchte ich dir ein paar konkrete Tipps geben, die dein Deutsch im Alltag sofort verbessern können. Viele Lernende sprechen nur in kurzen Wörtern. Zum Beispiel Problem, nicht gut, kaputt. Besser, ich habe ein Problem mit der Heizung. Das Gerät funktioniert leider nicht. Die Lieferung ist noch nicht angekommen. Ganze Sätze wirken professioneller. Auf B2-Niveau solltest du mehr verbinden. Zum Beispiel weil, obwohl, deshalb, trotzdem, außerdem. Beispiel: Ich konnte gestern nicht kommen, weil ich krank war. Oder das Produkt ist gut, aber leider etwas teuer. Das macht dein Deutsch natürlicher. Viele Lernende sagen, mein Deutsch ist nicht perfekt. Aber Perfektion ist nicht das Ziel. Kommunikation ist das Ziel. Heute haben wir über viele Alltagssituationen gesprochen. Arbeit, Arzt, Apotheke, Einkaufen, Bank, Wohnung, Schule, Telefon, Konflikte, Smalltalk. Wenn du diese Situationen auf Deutsch meistern kannst, bist du gut integriert. Und genau darum geht es.